Ein Kaffeevollautomat ist schon was Feines. Einfach auf Knopfdruck einen frischen, leckeren Cappuccino zu bekommen und zu genießen. Was gehört alles dazu und was musst du wissen, wenn du dir einen Automaten kaufen willst? Hi, Servus, herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist. Du hast vor, dir einen Kaffeevollautomaten zu kaufen. In diesem Video wird sich alles um den Kaffeevollautomaten drehen und auf was du vor dem Kauf achten solltest. Nun, je mehr Auswahl besteht, umso schwieriger ist die Entscheidung. Und das gilt auch für Kaffeevollautomaten. Nach diesem Video solltest du mit dem Wissen, was du gesammelt hast, in den Fachhandel deines Vertrauens gehen und dir mal die verschiedensten Modelle anschauen. Jetzt zu den Fakten, auf die du achten solltest. Display. Das Display sollte intuitiv und somit leicht zu bedienen sein. Es sollte auf keinen Fall so sein, dass du davor stehst und dich fragst, welche Reihenfolge an Tasten muss ich jetzt nochmal drücken, damit ich einen Espresso Macchiato bekomme oder die Maschine entkalke. Von Vorteil ist auch, wenn du zwei Getränke auf einmal rauslassen kannst. Bei den meisten Kaffeevollautomaten geht, dass du einen einfachen Kaffee, aber dass du zwei Cappuccinos oder Latte Macchiato rauslassen kannst, ist eher selten der Fall. Auch sagen die Verkäufer oft gerne, dass man die Getränke personenbezogen programmieren kann, bzw. die Maschine eine Memory-Funktion hat. Das ist sicherlich nicht falsch. Es ist nur so, dass man in den meisten Fällen 4 Kaffees programmieren kann und nicht Personen. Das ist ein Unterschied. Milchschäumer oder Milchsystem. Es gibt Kaffeevollautomaten, wo der Milchschäumer extra ist und welche, wo ein extra Behälter angeschlossen wird oder wo nur ein Schlauch ist. Milchschäumer extra kommt für mich nicht in Frage, weil ich denke, dass das nicht so einfach ist, einen festen Schaum damit zu machen. Außerdem bin ich ein Mensch der Bequemlichkeit. Extra Behälter kam auch nicht in Frage. Ich finde, da sind wieder noch mehr Teile und Ecken, wo man noch mehr putzen muss. Deswegen ist meiner Meinung nach ein Schlauch die beste Lösung. Klar, das Sahnehäubchen ist es auch nicht, weil wenn man den Tetrapack dranhängt, läuft ein bisschen Milch immer zurück. Und wenn man einmal in der Woche Kaffee macht, kann die Milch schon mal kaputt gehen. Aber es gibt ja auch hier extra Behälter für ca. 30 € zu kaufen oder man benutzt eine andere Tasse, in die man die Milch reinschüttet, wo man dann die rückläufige Milch auffängt und dann das Problem behebt. Wassertank. Der Wassertank sollte so groß wie möglich sein. Es kann sehr schnell nerven, den Behälter oft zu füllen. Denk daran, die Maschine reinigt beim Einschalten, Ausschalten und zwischendurch mal das Milchsystem. Auch sehe ich es von Vorteil, wenn der Wassertank seitlich bzw. nach oben weggenommen werden kann. Wenn zusätzlich oben noch eine Klappe vorhanden ist, dann ist es von Vorteil, weil dann musst du eventuell den Behälter gar nicht rausnehmen bzw. schnell eine Tasse auffüllen, wenn es schnell gehen soll. Hier gibt es Unterschiede. Bei manchen Kaffeevollautomaten, da werden die Wasserbehälter von vorne reingeschoben, finde ich sehr unpraktisch. Überlege dir, wohin du die Maschine stellen willst und ob genügend Platz ist, um an den Wasserbehälter ranzukommen. Wasserfilter. Ein Wasserfilter soll ein Kaffeevollautomat haben, meiner Meinung nach, nicht weil das Wasser nicht sauber genug ist, nein, sondern weil das Wasser sehr kalkhaltig sein kann. Der Kalk ist nicht gut für die Maschine und am Geschmack macht sich so ein Wasserfilter auch positiv bemerkbar. Mahlwerk. Mahlwerke unterscheiden sich von der Form zwischen Kegel- und Scheibenmahlwerk sowie vom Material Eisen oder Keramik, wobei in den neuesten Modellen Keramik verbaut wird. Ich kann hierzu auch nicht sagen, was besser ist, da ich überzeugt bin, dass Stahl sowie Keramik ziemlich verschleißfrei sind. Hierbei ist es natürlich sehr wichtig, dass der Mahlgrad nur bei Mahlen der Bohnen verstellt werden soll. Deswegen ist die Frage, ob in der Maschine ein Scheiben- oder Keramikmahlwerk, Stahl oder Keramik enthalten ist, für mich als Kaufkriterium nicht entscheidend. Kaffeebohnenfach. Das Wichtigste an einem guten Kaffee sind die Bohnen. Es gibt nichts, was den Kaffeegeschmack mehr beeinflussen kann als die Bohnen. Also hier auf gute Qualität achten. Aber auch der Röstungsgrad, der auf der Packung angegeben ist, ist zu beachten.
Auf was du noch achten musst, ist das Fassungsvermögen. Hier ist es auch von Vorteil, ein großes Fach und ganz wichtig, das Verschlusssystem. Eine einfache Klappe oder ein Deckel mit Dichtungsring dran, mit extra Kanten, die das Fach richtig luftdicht abschließen und somit die Bohnen frisch hält. Ein Pulverfach ist meistens auch an Bord. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Erstens braucht man es meistens für die Reinigungstabs, aber auch wenn ein Besucher mal keinen Koffein verträgt und einen entkoffeinierten Kaffee trinken will. Einen besseren Kaffee mit bestem Aroma bekommst du allerdings bei der frischen Mahlung von Kaffeebohnen gar keine Frage. Brühgruppe. Muss die Brühgruppe entnehmbar sein, ja oder nein? Nun, bei Jura und Krups kann man sie nicht entnehmen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass man die Brühgruppe so bauen kann, dass da gar nichts daneben fällt und keine Rückstände entstehen. Deshalb finde ich es gut, die Brühgruppe entnehmen zu können. Du musst allerdings bei entnehmbaren Brühgruppen die dann natürlich auch regelmäßig reinigen und eventuell mit speziellem Fett schmieren. Dafür sparst du aber Geld und musst keine teuren Kundenservices bezahlen. Kaffeeauslauf. Meiner Meinung nach achte darauf, dass der Auslauf ziemlich hoch ist, so dass du locker ein hohes Glas für Latte Macchiato drunter stellen kannst. Energieeffizienz, Standby, Schlafmodus. Es gibt Kaffeevollautomaten, die man programmieren kann, wann der Standby-Modus, also die Maschine, sich ein- oder ausschalten soll. Das heißt dann, in der Zeit, wo Standby an ist, ist eine Kaffeeentnahme sofort möglich, ohne dass du zuerst warten musst, bis die Maschine erstmal hochfährt. Es ist natürlich auch eine Preisfrage. Das haben meistens dann die teureren Modelle. Dresdner Wasserauffangbehälter. Diese zwei Behälter sollten auch recht groß sein, damit du sie nicht dauernd ausleeren musst. Auf das Tropfblech empfehle ich dir gleich eine Folie drauf zu kleben. Somit verhinderst du Kratzer, die sehr schnell entstehen und das glänzende Blech nicht mehr schön aussieht. Zum Schluss komme ich noch zum Preis. Was musst du ausgeben für einen Kaffeevollautomaten? Ich empfehle dir mindestens 400 € auszugeben, damit du einigermaßen einen guten Kaffeevollautomaten hast. Um die 800 € sind die Mittelklasse Kaffeevollautomaten und ab 1000 € Premiumklasse. Nun, eine Kaffeemaschine ist schon Luxus, sage ich mal. Bedenke, dass der Filter, Reinigungstabs und Entkalkungstabs auch noch dazu kommen. So, ich habe dir jetzt hier die Punkte, denke ich mal, alle aufgezählt, auf die du achten musst. Ich hoffe, dir hiermit ein bisschen helfen zu können, damit du eine leichtere Entscheidung für den richtigen Kaffeevollautomaten treffen kannst. Aber es macht schon mehr Spaß, morgens aufzustehen und zu wissen, jetzt einen frischen, leckeren Kaffee oder Cappuccino, Latte Macchiato. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich für ein Abo von dir freuen. Genauso freue ich mich auf einen Kommentar unterhalb des Videos sowie einen Daumen von dir nach oben. Tschüss, Ade und ciao, ciao.